Weißt du, wo der größte Nachtmarkt in Südasien ist? Und weshalb Andy einen Vergleich mit Las Vegas zieht? Oder wie eine chinesische Teezeremonie abläuft? Hast du schon mal von TCM gehört? Warum wir unbedingt in einem Pool abtauchen wollen und was wir sonst noch alles auf dem Weg nach Laos erleben. Das alles zeigen wir dir jetzt. Hi, wir sind Andi und Myri und in unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Hallo und Ni Hao aus China. Nachdem wir ein paar Tage in einem Campingplatz ausgespannt hatten, denn so ein China-Transit ist auch für uns sehr anstrengend, sind wir nun auf den Weg nach Pu'er, einer Stadt im chinesischen Süden, die für seine Teeplantagen und den eigenen Kaffeeanbau bekannt ist. Wir haben Frühlingszwiebelpfannkuchen und einen knusprigen Kuchen gekauft. Ah, das ist schon mal der knusprige Kuchen. Und der ist der Frühlingszwiebelpfannkuchen. Der hat 7 Yuan gekostet, 1 Euro oder weniger. weniger. Und der hat 4. 4, also ja, 1,5 Euro. Genau. Ja. Beiß mal rein. Taste-Test. Achso, ja, ist einfach nur Teig. Ganz Aber- lecker. Okay. Auf unserem Reiseplan standen eigentlich Reisterrassen, sehr, sehr bekannte. Auf den Bildern sahen die auch wunderschön aus. Und auch hier sollte es wieder ein UNESCO-Weltkulturerbe sein. Aber wir hatten irgendwie Lust, nochmal unser eigenes Abenteuer zu erleben. Und so hatte uns unsere Reiseleiterin Pu'er empfohlen. Und da waren wir jetzt ganz gespannt. Wie findest du diesen Supermarkt? Er hat so eine schöne Obst- und Gemüseabteilung. Ist ein Traum. Ja, der ist echt super. Hier gibt es auch diese richtig geilen Pilze. Hier gibt es so eine krasse Pilzauswahl. Oh, das sind, glaube ich, die Bio-Sachen hier. Die Karotten von Mr. Jungling. Ja, Mr. Jungling, der Gute. Also das ist auf jeden Fall mal ein richtiger Supermarkt, wo alle Chinesen hingehen. Und in ein paar Tagen ist hier nationaler Feiertag und es gibt schon nationale Feiertagsangebote. Da gibt es Milch aus Deutschland. Ist das hier Milch aus Deutschland? Das sieht nicht so aus. Ist auch halt irgendwie günstiger. Oder diese deutsche Milch. Ach ja, Weidendorf. Da steht Weidendorf. Das ist deutsche Milch, ja? Ja. Krass, ey. Weidendorf. Noch nie gehört. Okay. Also es gibt ein bisschen was an Öl. Öl, 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 Öl. Fünf Kilogramm Reis, 11 Euro. Und noch 1000 andere Reissorten.
Also was Essen angeht, kann man den Chinesen auf jeden Fall nichts vormachen. Die kennen so viel mehr Sachen zum Essen als wir. Ich glaube, das ist Zucker. Kann das Zucker und so? Zucker, ja. Der Einkaufswagen ist zwar schon fast voll, aber es geht nochmal hoch in die zweite Ebene. Was sagst du dazu? Wir brauchen noch Klopapier. Also Supermarkt und Klamottengeschäfte sind irgendwie das Gleiche hier, wenn sie groß genug sind. Komm, gehen wir. Wir haben doch eh keinen Platz dafür. Es ist unglaublich, aber Oh, Vorsicht, das rutscht. Es würde theoretisch noch eine Ebene höher gehen und vielleicht sogar noch eine. Aber wir halten es jetzt für zu crazy. Wir haben die Familienpackung Klopapier gefunden. So, jetzt kaufe ich noch eine große Ladung Trinkwasser. So schaut das Supermarkt-Einkaufszentrum von außen aus. Und es ist, glaube ich, wirklich mehr eine Mall. Also mehr ein Einkaufszentrum als Supermarkt. Direkt neben der Shopping Mall ist auch nochmal ein Kinderpark. Mit Karussells und Autoscooter da hinten noch. Ja, die haben verstanden, dass man die Kinder auch glücklich machen muss, wenn man einkaufen geht. Guri, was machen wir hier? Gucken uns da an, was hier für eine Sportveranstaltung ist. Okay. Wird voll Basketball gezockt. Wir alle haben viel Spaß. Wir haben jetzt unseren Rieseneinkauf fertig gemacht. Der hat 40 € gekostet. Wir hatten den Einkaufswagen voll, aber es war auch ein kleiner Einkaufswagen und wir haben keine extrem teuren Sachen gekauft. Und jetzt fahren wir in der Dunkelheit noch zu einem kleinen Stellplatz in der Natur, der ja einfach ruhiger gelegen ist. Und auf dem Supermarktparkplatz, da war echt Halligalli, da wollten wir nicht übernachten. Auch wenn ich glaube, dass es möglich gewesen wäre. Es war richtig cool, weil das war das einzige Mal in China, wo wir ohne die Gruppe einen eigenen Stellplatz gesucht haben. Wir wussten ungefähr schon, wo wir hinfahren sollten. Und dann hatten wir auch wirklich das Glück, einen tollen Parkplatz zu finden, der auch kostenfrei war. Wunderschöne Stimmung hier überhalb der Stadt und ich kann es gar nicht erwarten, morgen mit der Myri da lang zu spazieren und bei Tageslicht runterzuschauen. Es ist eine kleine Stadt, wurde uns gesagt. Eine kleine, verschlafene, süße Stadt, wo man gut Tee trinken kann. Sie ist auf Tee spezialisiert und ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall noch tun. Ja. Gerade hat uns ein super netter Einheimischer nämlich gesagt, den Tee kann man immer umsonst probieren und dann muss man ihn nicht kaufen, kann ihn aber kaufen. Aber das wäre so wären die Teehäuser hier. Das ist die schönste Stadt, finde ich, in der wir bis jetzt waren und es liegt einfach daran, dass wir hier mal, soll nicht böse klingen, aber alleine sind und die Stadt macht einen sehr entspannten Eindruck und sie ist in den Bergen, was auch schön ist, das heißt, das Klima ist angenehm. Hier ist alles super grün, die ganzen Blumen blühen und die Luft ist gut und die Leute sind mega entspannt hier. Und es gibt hier diesen liebevoll angelegten Weg über diese Holzdinger da. Total cool. Und da können wir jetzt ein bisschen rumspazieren und dann können wir uns einen Tee gönnen. Also da sitzt einer mit einer Panflöte und macht Musik und ganz viele gehen mit ihren Instrumenten raus, meistens am Morgen.
suchen sich eine schöne Stelle und praktizieren ihr Musikinstrument. Oder ich habe auch schon Leute gesehen, die für eine Präsentation was auswendig gelernt haben. Oder eben die Leute, die sich treffen und zusammen tanzen oder Qigong machen. Die Art und Weise finde ich voll schön. Wir folgen einfach immer der Musik. Was ist geschehen? Wir haben ein richtig schönes Gebäude entdeckt, so Hotel, aber auch Café- oder Teemäßig. Also wir wurden an einen Tisch gebeten, wo auf jeden Fall, hier sieht man schon eine Teekanne auf so einem Stöfchen. Hier gibt es kleine Probiergläser und es könnte sein, dass das vielleicht eine chinesische Tee-Probierzeremonie ist. Okay, da ist das heiße Wasser. 我叫生蚝，丝毛人。好奇了，这个是那普通话不好。 Okay. Wow, water is cooking. Wow. That's really cool. 谢谢。谢谢。要洗2次了，要洗2次。谢谢。Sehr mild. 谢谢吗？ Das hat gar nichts mit dem Tee zu tun, den wir kennen. Oder? Ja, sehr, sehr lecker. Absolut. Also das hier ist reiner schwarzer Tee. Und die orangene Farbe kommt daher, weil Lilie mit drin ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, heißt Tee Chai, was ja also in der Türkei mit Chai übersetzt wird. Und ich kann mir vorstellen, dass über die Seidenstraße dieser Tee bis in die Türkei gekommen ist aus China. Oh, vielleicht. Meine Vermutung. Hier sieht man noch, wie der schwarze Tee verkauft wird. In den Kügelchen sind noch Blumen mit drin. Ich bin sehr, sehr wählerisch bei schwarzem Tee und ich muss sagen, das war der beste, den ich je getrunken habe. Wir wurden hier gerade noch zum Essen eingeladen, zum Mittagessen, denn es ist Mittagsessenszeit. Und das ist, glaube ich, das authentischste chinesische Essen, das wir hier je hatten. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung, was es ist, aber es ist lecker und es ist scharf. Wir sitzen jetzt hier und haben auch noch Kaffee getrunken. Der war wirklich echt lecker. Und im Gespräch hat sich herausgestellt, dass in China auch Kaffee angebaut wird, was ich zumindest vorher nicht wusste. 40% des Kaffees hier wird fürs Land angebaut, 60% wird noch rein importiert, so wie ich das verstanden habe. Okay, das ist einer hier in der Gegend produzierter Kaffee. Er ist etwas dunkler geröstet und daher aromatischer und wird ohne Milch getrunken, haben wir gerade gelernt. Und diese Dose kostet 58 Yuan. Und wir haben beschlossen, davon etwas mitzunehmen, damit wir immer ein bisschen an China denken können, wenn wir unseren Kaffee genießen, weil wir sind ja große Kaffee-Fans. 7 Euro. Hier steht einfach drauf Merry Coffee und Enjoy your coffee, enjoy your life.
So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Auto und versuchen heute noch eine Massage zu kriegen. Das wird knapp. Wir haben festgestellt, dass wir in 28 Tagen an Tag 26 das allererste Mal eine richtige Begegnung mit Chinesen hatten. Und das nur, weil wir uns die Freiheit genommen haben, mal in eine andere Stadt anzufahren, die nicht auf dem Reiseplan stand. Wir haben uns von der Gruppe entfernt heute einmal und sind als Einzige von der Gruppe hier. Und es ist einfach nur schön, wenn man auf eigene Faust mal was erkundet. So wie wir es bisher eben immer getan haben, aber hier in China bisher irgendwie nicht konnten, durften oder irgendwie uns nicht getraut haben. Ja, ich Und es glaube, nicht nein, ergeben hat. dürfen hätten wir es immer wahrscheinlich. Ja, vielleicht kann ich noch kurz festhalten, also die Chinesen sind schon echt gute Geschäftsleute, aber die nehmen sich viel Zeit und Ruhe für ihre Geschäfte. Das finde ich irgendwie schön. Jetzt sehen wir das auch mal bei Tag. Auch wie schön überall mit den Lampions. Absolut. Also man muss hier schon sagen, die Stadt ist so viel entspannter wie die wir bis jetzt gesehen haben. So, jetzt haben wir einen Parkplatz gefunden und schwuppdiwupp, direkt neben dem Songmao Hospital of TCM, Traditional Chinese Medicine. Freust du dich auf die Massage, Muri? Ich glaube hier. Also, wir hatten eine traditionelle chinesische Massage. Rücken und Nacken. Das war sehr gut. Das war wahnsinnig cool. Auch diese Triggerpunkte im Gesicht. Ja, Und musste am Kopf. überhaupt wehtan. Und dann Ne? wurde jeder einzelne Finger aus der Kapsel rausgezogen und wieder zurückgelassen. Oh, bei mir nicht. Bei dir nicht. Das war ein bisschen verrückt. Ja, Aber ich bin ganz weich. ja. Wir waren hier übrigens in einem riesengroßen Haus, wo es nur um die Gesundheit, die traditionell chinesische Gesundheit ging. Das war schon mega spannend. Und auch hier gab es wieder eine Frau, die recht gut Englisch sprach und sich richtig gefreut hat, das auch praktizieren zu können, mit uns Englisch zu sprechen. Und mir ist so oder so aufgefallen, dass wir immer wieder gerade Frauen getroffen haben, die gerne ihr Englisch praktizieren wollten und sich gefreut haben, mit uns sprechen zu können. Wow, da hinten ist eine Art Apotheke, glaube ich. Oder das hier ist alles Apotheke. Also hier kann man alle... Boah, hier riecht es auch so gut. Wow. Ich bin sowas von weich. Ich bin babyweich. Und du? Aber mir geht's gut. Also die... Pass auf, dass du nicht vor lauter Entspannung die Treppen runterfällst. Also die hat echt die krassen Stellen gefunden. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass... Das kommt vom Kopf. Echt? Von der linken Seite. Vielleicht habe ich irgendwie geknirscht oder so nachts. Aber auch bei mir hat es geknackst. Also auch in meinem Rücken. Der hat mich so dermaßen rumgewirbelt auf der Liege, dass ich echt links und rechts geschaukelt habe, so ungefähr. Und wie fest der gedrückt hat. Und dann auch mit dem Ellbogen so komplett, ne? Und Aber also geknackt hat's Vollgas. bei mir nicht. Bei dir hat es nicht geknackt? Nee. Ah. Naja, also. Songmao Hospital of TCM. Schön war's. Also wir haben jetzt übrigens pro Person für eine halbe Stunde Rücken und Nacken und irgendwie waren da trotzdem noch Kopf und Beine und so mit dabei. 10 Euro pro Person gezahlt. Zurück zum Auto sind wir dann nochmal durch einen Supermarkt oder eine Mall geschlendert. Sowas übt einfach immer eine riesengroße Faszination auf uns aus, denn in diesen Supermärkten ist alles so anders als das, was wir kennen.
Bei dem Parkplatz gab es eine Schranke, die wieder unser Kennzeichen scannen sollte, aber unser Kennzeichen war an der falschen Stelle und dann haben uns die Mitarbeiter vom Supermarkt geholfen, da wieder rauszukommen. Deswegen waren wir auch im Supermarkt und haben eine Kleinigkeit gekauft. Und es fühlt sich auch ein bisschen so an, als würden wir einem neuen Land näher kommen. Genau. Ja, was sagst du dazu? Zeig das mal, die ganzen Palmen. Das ist ja phänomenal. Auf einmal ist die eine Palme nach der anderen. Ja, also es sind wirklich echt viele Palmen, gerade rechts und links. Unser Tag war aber noch nicht zu Ende, denn wir wollten alle noch nach Yinhong, wo es den größten Nachtmarkt in Südasien geben sollte. Denn wir hatten vor, hier mit unserer Reisegruppe einen schönen vorletzten Abend zu genießen. Wir haben chinesisches Exmo gefunden. Nee, ist keiner von uns. Wow. Ni hao. Ohne jemals da gewesen zu sein, wage ich zu behaupten, dass der Ausblick vom Parkplatz hier ziemlich ähnlich sein muss zu dem in Las Vegas in Amerika. Also man muss dazu sagen, wir haben gerade gefühlte 28 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist bei 130%. Wir schwitzen. Es ist dunkel, es ist nachts, aber es ist so heiß. Wenn das Südostasien wird, dann gute Nacht. Das wird Südostasien. $199 für ein Foto von dir. Für zwei. Für zwei Fotos. Nein, für uns zwei zusammen. Ach so. Ja gut, super. Das sind Insekten. Die wollte ich jetzt erstmal nicht essen. Aber es gibt Gott sei Dank noch ein bisschen andere Sachen. Das sieht wie Pommes aus. Ja, weil die Auswahl zu groß ist und ich mich jetzt erstmal nicht entscheiden konnte, essen wir was Bekanntes. Mais. Weil den mag ich ja gern. Der wird hier nämlich gedampft und nicht gegrillt und es schmeckt ganz anders. Und es schmeckt irgendwie total geil. Das hat jetzt 1,50 € gekostet für 4 Stück oder so. Aber wir wissen, dass es hier auf dem Markt sehr teuer ist. Also es sind Zugepreise. Ich hatte übrigens den Eindruck, dass das größte Geschäft auf diesem Nachtmarkt das Ankleiden dieser wunderschönen Roben ist und sich dann einen Fotografen mieten, um Social-Media-Bilder zu machen. Die hat man wirklich an jeder Ecke gesehen, diese wunderhübschen Frauen mit den Fotografen.
Das sind die ersten echten Kokosnüsse an Bäumen, die wir auf unserer Reise gesehen haben soweit. Hast du das nicht gesehen? Oh. Oh, da ist frisches Gemüse geschnitten, Nuri. Was haben wir da, Miri? Dumplings mit Eiern und Frühlingszwiebeln. Und hier gibt es eine zusammengemixte Soße. Und wir sitzen hier an so einem kleinen Stand. Ja, und es sieht gut aus. Wir haben uns jetzt mal getraut, was zu bestellen hier. Weil viele Sachen haben ein hohes Magenverderbungspotenzial. Die hier zwar auch, aber nicht so sehr. Das ist alles. Und die werden übrigens so zubereitet. Scharf. Scharf. Kurze Info, wir haben 16 Stück und das hat 3,20 € gekostet. Ich glaube, wir machen einen Livestream. Yes! Every 5 minutes? No, every minute we stop 5 minutes. Like every 10 meters we stop. It's Pierre from the future, from Laos. I don't want to have that so as well. Oh no! What did you do? Now English subtitles. This is very slimy, in my opinion. Mine was not good. Bisschen schleimig. In Yinghong haben wir zum ersten Mal wirklich stark gemerkt, dass wir jetzt an der laotischen Grenze sind. Man hat laotische Einflüsse auf dem Markt gespürt, man hat thailändische Einflüsse gesehen, man hat es anhand der Kleidung und auch an den Speisen, die dort angeboten wurden, gemerkt. Was ist das? Kokosnuss, das schmeckt wirklich lecker. Wow, das ist richtig lecker. It's really tasty. Try. It's really tasty. Ja. Du warst noch nicht fest. Doch. Also jetzt können wir auch sagen, dieser Nachtmarkt war wirklich riesengroß. Wir haben jetzt schon ein paar andere in Südostasien gesehen. Wüsste nicht, wo ein größerer ist. Sagt mal Bescheid, falls ihr einen größeren kennt. Und auch außerhalb des Geländes von dem Nachtmarkt ging der Nachtmarkt in die Stadt noch fließend über und wirklich richtig weit in die Stadt rein.
Wir sollten heute 3 Stunden zur Grenze fahren, aber stattdessen werden wir jetzt erst einmal vorher noch in den Pool von dem Hotel da oben gehen. Für 4 Euro pro Person dürfen wir da ein bisschen im Pool planschen. Da drüben steht unser Auto irgendwo. Sehr erfrischend. Ich tauche jetzt ab. Okay. Richtig schön hier. Ja, und der Boden ist heiß. Du verbrennst gerade. Weg Ja. da. Andi. Elefant. Andi. In Badesachen essen, ist das nicht cool? So, Andi hat es endlich geschafft. Er hat Geld abgehoben. Er hat völlig verzweifelt gestern 7 ATMs abgeklappert in der Spielstadt, in der wir gestern waren. Und vergebens, ohne dass wir Geld bekommen haben. Und heute hat unser Guide nochmal für uns geguckt und uns einen ATM rausgesucht, an dem wir Geld abheben können. Und das hat jetzt auch geklappt. Ja, aber kaum geht man raus, es läuft mir nur die Suppe runter. Es ist so heiß draußen. Die Klimaanlage läuft jetzt auf Vollgas. Wir hoffen, dass es nicht viel bergauf geht, aber es wird viel bergauf gehen. Denn immer wenn wir bergauf fahren, müssen wir die Klimaanlage abschalten, die Heizung maximal einschalten, weil unser Motor uns überhitzt. Leider, diese Bergstraßen hier sind anders als in Deutschland und Europa. Es geht viel mehr und viel länger bergauf. Also es ist wirklich total krass. Sowas wie den Irschenberg in München Süd, das ist lachhaft. Hier fährt man nicht mal 2 Minuten bergauf, hier fährt man eine halbe Stunde bergauf, immer höher. Und da müssen wir dann richtig das Gebläse auf heiß machen, auch einen Gang runterschalten, ja, dass wir da hochkommen, ohne zu überhitzen. Hier erreichen wir dann spätabends die Grenzstadt Mohan, wo wirklich auch direkt in der Stadt der Grenzübergang nach Laos ist, wo es dann am nächsten Morgen hingehen sollte. Letzter Morgenwalk mit Otti. Heute geht's über die laotische Grenze. Und hier auf diesem Parkplatz haben wir heute Nacht gestanden. Und hier wurde auch schon aufgebaut für ein Musikfestival, das morgen stattfinden wird. Denn morgen ist der nationale nationale Feiertag der Chinesen und eine Woche chinesische Ferien. Und ich habe Bilder gesehen, wie es dann aussehen wird hier in China. Und das ist auf jeden Fall wild. All die vielen Menschen, die wir sonst immer gesehen haben, haben dann frei und wollen natürlich ihr eigenes schönes Land erkunden. Und ja, vielleicht besser, dass wir heute nach Laos ausreisen. Nein, Otti, nein! Dass wir heute nach Laos ausreisen. Jetzt müssen wir uns aber auch schon auf den Weg machen, denn es ist 7:45, nicht 7. Es ist übrigens Montag. Und ja, um 8:15 Uhr spätestens fahren wir am Parkplatz alle los. Und ich muss mir noch die Zähne putzen. Und einen Kaffee trinken wollte ich auch noch. Und dann geht's heute auch schon über die Grenze. Krass, dann sind 28 Tage China vorbei. Es ist 8:30 am 30. September und wir verlassen jetzt China. Es ist ein unglaubliches Gefühl, weil wir haben ein Jahr lang auf diesen Termin hingearbeitet, hier zu sein und durch China zu fahren. Und nun ist es schon vorbei. Es ist so viel passiert, es ist eine überwältigende Anzahl von Eindrücken und die Zeit ging im Flug vorbei. Wir könnten uns auch jetzt am Ende richtig vorstellen, noch länger zu bleiben. Wir haben unseren Rhythmus gefunden. Eine Balance zwischen Menschentrubel und Städten und aber auch ein bisschen Ruhe und Entspannung. Und das Land ist echt super. Ja, kann ich nur bestätigen. Also wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. Die Chinesen sind großartig und das Land ist echt total spannend, faszinierend, überwältigend.
Ich kann nur jedem empfehlen, mal hinzufahren. Und ich meine, es ist ja jetzt auch viel, viel leichter. Aktuell kommen wir ohne Visa mindestens 15 Tage ins Land. Das Land ist nicht in Worte zu fassen. Und 28 Tage für so ein riesengroßes Land, eigentlich auch ein bisschen zu kurz. Aber es ist schon wahrer Luxus, den wir hier erlebt haben. Da vorne ist jetzt die Grenze. 300 Meter vor uns ist der Grenzposten oder so. An der Grenze angekommen, kamen gleich einige Leute auf uns zu, die uns laotisches Geld wechseln wollten gegen unser chinesisches oder gegen US-Dollar. Das haben wir ein bisschen wahrgenommen, auch wenn wir dabei 5% Wechselverlust ungefähr hatten, denn es schadet nicht, ein bisschen von der Landeswährung des Landes zu haben, in das man einreist. Praktischerweise konnten wir dann gleich später noch eine Autoversicherung in Laos kaufen, und zwar mit unseren chinesischen Yuan, sodass wir am Ende tatsächlich unser komplettes Bargeld verbraucht hatten und dann in Laos keine Wechselstube mehr besuchen mussten. So, wir sind jetzt aus der chinesischen Grenze raus, quasi im Niemands- oder Niemalsland. Ich weiß immer nicht, ob es Land, glaube ich. Genau. Und fahren jetzt zur laotischen Grenze. Und ich bin dann, also für mich erstmal raus aus China zu kommen, war easy peasy für mich. Andi erzählt gleich, wie es für ihn war. Ich glaube, bei dir gab es kleine Komplikationen. Okay. Nee? Bei dir war auch easy peasy? Alles war super, wirklich. Nur ganz kurz ein paar Stauraumfächer aufgemacht und fertig. Wow. Das sieht cool aus. Aber unser Guide Ying Shu hat schon auch ein bisschen feuchte Augen bekommen, genau wie ich auch, weil die war echt so nett. Dann habe ich nochmal umarmt und gesagt, wir bleiben in Kontakt. Und auf dem Rückweg, wenn wir Richtung Nepal fahren, dann kommen wir an ihrer Heimatstadt Dali vorbei. Und dort kommen wir ganz sicher vorbei, weil das ist der Weg, den wir fahren müssen. Und dann sollen wir Bescheid sein. Ja, die war der beste Guide. Schau mal. Wow. Das ist die laotische Grenze. Das ist pompös. Das ist hier ist ein bisschen goldig. Da rechts steht Arrival, Check-in. Okay. Und hier ist unser China-Abenteuer auch schon zu Ende. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge reisen wir nach Laos ein, um dort festzustellen, dass wir nicht mehr so komfortable Straßen haben, dass wir noch das Ende der Regenzeit mitbekommen und dass alles wieder ein bisschen abenteuerlicher für uns wird. Außerdem ist die Kultur hier doch komplett anders als in China. Besonders ich brauche einen Moment, um mit den Laotinnen und Laoten warm zu werden und die Kultur ein wenig zu verstehen. Jetzt sagen wir erstmal Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal.